Heute testen wir die Moza Racing R16 Direct Drive Wheelbase im Bundle mit dem Moza RS Lenkrad und dem digitalen Dashboard. In diesem Review gehen wir auf alle Details von A bis Z ein und am Ende gibt's den ausführlichen Rennstreckentest samt Fazit und Kaufempfehlung. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Das Bundle wurde über den in Deutschland ansässigen Distributor SimMotion vermittelt und von Moza Racing zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bekomme für dieses Video kein Geld. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms der Anbieter. Doch nun kann's losgehen. Zu Beginn der Überblick. Hinter Moza Racing steht ein globaler Player namens Goodson, welcher seit 10 Jahren High-End-Kamera-Stabilisierungssysteme auch unter dem Begriff Gimbals anbietet. Mit Moza Racing steigt Goodson nun ins Simracing-Geschäft ein und beliefert weltweit Distributoren, wie eben auch SimMotion in Deutschland, mit diverser Simracing-Peripherie. Neben der hier gezeigten R16 Direct Drive Wheelbase hat Moza Racing eine noch kräftigere R21 Wheelbase im Programm, sowie Pedale. Gerüchten zufolge soll demnächst ein Formula Wheel und eine Einstiegs-Direct Drive Wheelbase im Bereich von 10 Newtonmetern folgen. Kapitel Nummer 1 Preis und Bezug. Das Moza Bundle, bestehend aus R16 Wheelbase, RS Steering Wheel und Dashboard, ist um 1.499 € inklusive Mehrwertsteuer und exklusive Versand bei dem in Deutschland ansässigen Distributor SimMotion verfügbar. Im Gegensatz zu Direktimporten aus China werden hierbei klarerweise keine Importgebühren innerhalb von Europa fällig. Standalone kann die R16 Wheelbase um 1.099 und in Kombination mit dem Lenkrad um 12.99 erworben werden. Als Farbe könnt ihr zwischen dem hier gezeigten Orange oder Schwarz wählen. Kapitel Nummer 2, der Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist die Moza Racing R16 Wheelbase.
samt Schrauben für die Montage, Stromversorgung, USB-Kabel, Lenkrad samt Montagematerial für die Anpassung der Shifter und das digitale Dashboard. Die Ware kommt sauber verpackt in einer Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch ins Haus geliefert. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 3, die Upgrade-Möglichkeiten und Preise. Wie eingangs erwähnt, gibt es neben dem R16-Modell mit 16 Nm Drehmoment ein noch kräftigeres R21-Paket, welches eben 21 Nm Spitzendrehmoment an die Lenkradachse bringt. Für die Montage an Aluprofilen bietet Moser Racing eine Fixed Table Clamp an, die mit $59 auf der Moser Homepage gelistet ist. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 4, die Kompatibilität der Hardware. In Sachen Hardware-Kompatibilität handelt es sich bei Moser Racing um ein geschlossenes System, welches mit eigenen Moser Racing Lenkrädern kompatibel ist. Ich habe mit SimMotion über die Verwendung von Drittanbieter-Lenkrädern gesprochen und mir wurde bestätigt, dass es einen Wheelbase-Adapter von Moser Racing geben wird. Mit diesem können dann alle Lenkräder mit dem gängigen 70 mm Lochkreisdurchmesser verbunden und via USB-Verbindung zum PC oder eben drahtlos, wie erst kürzlich mit dem Cube Controls F Pro gezeigt, genutzt werden. Die Kompatibilität mit der Montage am Rig wird über das von Fanatec bekannte Lochbild gewährleistet, welches Moser Racing 1:1 übernommen hat. In meinem Fall habe ich die Montage mit meinem RCED P1 Rig ohne jegliche Adaptierung vorgenommen und dafür die beigepackten M6 Inbusschrauben samt Beilagscheiben verwendet. Kapitel Nummer 5, die Kompatibilität mit Plattform und Software. Das Moser Racing Paket ist uneingeschränkt mit dem PC kompatibel, wenn der Spielesupport gegeben ist. Ein Konsolensupport ist derzeit nicht gegeben. In Sachen Software werden die gängigen Rennspiele unterstützt. Eine Auflistung findet ihr auf der Moser Racing Homepage. Über meine getesteten Anwendungen sprechen wir dann sehr ausführlich im Rennstreckentest. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, die Power. Die Moser R16 Wheelbase bringt ein Spitzendrehmoment von 16 Nm an die Motorachse. Um das Kräfteverhältnis einzuordnen, liegt die R16 Wheelbase damit etwas unter einer Fanatec Podium DD1 Base mit 20 Nm Spitzendrehmoment. Verglichen mit der Fanatec CSL DD bzw. Pro mit diesem Boost Kit 180, welches 8 Nm Drehmoment bereitstellt, stellt Moser R16 die doppelte Power bereit. Wenn ihr meinen Kanal kennt, dann wisst ihr, dass ich grundsätzlich mit hohen Drehmomentspitzen unterwegs bin, gerade wenn ich ein großes Lenkrad im GT-Stil im Einsatz habe. Meine Fanatec Podium DD1 bzw. Simucube SC2 Pro betreibe ich dann mit einem Spitzendrehmoment von maximal 15 Nm, welches Mosers R16 Base ebenso bereitstellen kann. Diesbezüglich muss ich also auch mit Mosers kleinerem Modell der R16 Wheelbase keine Abstriche in Sachen Power hinnehmen. Kapitel Nummer 7, die Technik. Direct Drive Wheelbases wie die hier vorgestellte Moser R16 Wheelbase unterscheiden sich von den herkömmlichen und meist günstigeren Wheelbases im Antrieb, bei denen der Antrieb über Zahnrad oder Kombinationen von Zahnrad- und Riemenkonstruktionen ausgeführt ist. Bei Direct Drive Wheels sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse, um die Telemetriedaten möglichst spiel- und latenzfrei übertragen zu können, so wie dies auch im realen Motorsport der Fall ist. Über die technischen Unterschiede haben wir in den letzten Wochen sehr ausführlich in diversen Reviews gesprochen. Klickt in meinem Kanal auf Videos und holt die dazu passenden Reviews bei Bedarf nach. Die Kühlung der Moser R16 Wheelbase erfolgt passiv und somit ohne Lüfter. Kommen wir an dieser Stelle zur Inbetriebnahme. Schritt Nummer 1 auf meinem System, ich schalte die Wheelbase ein. Hier gut erreichbar der Knopf auf der linken Seite der Wheelbase. Etwas gedrückt halten, ihr seht am LED, das Ding läuft an, der Bildschirm ist da und im Prinzip seid ihr jetzt betriebsbereit. Nächster Schritt, den ich mache, ich starte hier auch diese Moser Racing App direkt auf meinem Tablet, ein Klick darauf, Connect to Device, Bluetooth Connect, Connected, Enter the Car und ihr seht, mit 2 Klicks seid ihr sofort ready to go, um mit dem Tablet oder einem Smartphone Einstellungen on the fly vornehmen zu können. Mein nächster Schritt, ich starte die Moser Pithouse App bzw. Software. Ihr könnt dieses Verwaltungsprogramm starten, um auch hier Einstellungen vorzunehmen oder um Spiele direkt über den Game Launcher über diese Software zu starten. Was ich an meiner Stelle noch mache, ich schalte mein Motion-System ein, Simrig Control Center, auf Enable
Alles andere macht Simrig SR2 Motion von selbst, kann das minimieren. Und wir schnappen uns ein beliebiges Game, beispielsweise Automobilista 2, klicke auf der rechten Seite den Launch-Button, Continue to Launch und direkt über die Mosa Software startet mein Spiel. Mehr gibt es nicht zu tun. Ich kann dann noch entscheiden, inwieweit ich unterwegs sein will, Steering Angle, der Lenkwinkel, diverse Einstellungen, über die wir dann später sprechen. Gucken wir uns jetzt an, ob alles on the fly hier funktioniert. Das lade ich euch jetzt ungeschnitten hoch, damit ihr seht, wie es läuft, wenn ihr dieses Ding einschaltet, ein Spiel startet, die App verbindet, ob alles problemlos, ohne Frickelei denn funktioniert. Jetzt ladet das Spiel Racer. Ich bin mit Automobilista 2 üblicherweise mit der VR-Brille unterwegs, das kennt ihr aus meinem Kanal. Aber für alle Capturing, für alle Aufnahmen für den Kanal verwende ich den Monitor, da dies für mich wesentlich einfacher zu handeln ist, als mit dieser Brille jedes Mal am Kopf. Darum gehen wir hier über den Monitor rein, einfach beliebiges Einzelrennen. Wir drücken den Start-Button, das Spiel lädt. Display scheint zu funktionieren, LED, alles okay, Motion sollte anspringen. Das Spiel lädt und in wenigen Sekunden sollten wir im Spiel sein. Und ich möchte das jetzt absichtlich nicht rausschneiden, damit ihr das seht und das Ganze funktioniert. In 1-2 Minuten seid ihr mit jeglicher Peripherie im Spiel und alles läuft. Ich habe den Ton mal leiser gedreht, dass ihr mich besser reden hört. Ihr seht, die Motion funktioniert. LED-Stripe, alles funktioniert. Hier das Dashboard, die Anzeigen. Das sieht alles wunderbar und gut aus. Jetzt seht ihr meinen Lenkwinkel. Der passt nicht zu den Einstellungen. Auch hier on the fly. Mal stehen bleiben, um euch das nochmal zu erklären. Am Lenkwinkel seht ihr mit den voreingestellten, was haben wir hier? Ich scrolle hier nochmal etwas. Hier hat er 1460 automatisch übernommen, warum auch immer. Ich gehe hier auf die 900 Grad und habe hier jetzt deckungsgleich den Lenkwinkel, so wie dieser an meinem Rim und im Spiel übereinstimmt. Und so bin ich dann bereit, ein Rennen zu bestreiten. Starten wir das Ganze nochmal. Diese Einstellung merkt er sich dann auch bis zum nächsten Spielstart. Und ihr müsst hierbei nichts mehr anpassen. Ihr seht auch hier den Pedalausschlag am Dashboard. Und hier wunderbar demonstriert, was ihr von dieser Wheelbase, von der Mosa R16 hört. Wenn der Spielesound abgedreht ist, das ist lediglich das Klicken der Magnetic Shifter, der Schaltwippen. Und was ihr noch hört, sind meine Aktuatoren des Motion-Systems, das sehr leise zu Werke geht. Aber ihr hört aus der Wheelbase raus über den Quick Release keinerlei Geräusche. Das läuft alles absolut spielfrei, geräuschfrei. Und wenn ich hier absichtlich mal durchs Gemüse fahre, hört ihr ein Ruckeln meines Motion-Systems. Aber von der Wheelbase keinerlei Geräusche, die ihr vernehmen könnt. Hier auch ABS ruckeln, bleibt alles absolut ruhig, geräuschlos. Ihr hört vielleicht ein kleines elektronisches Geräusch, wenn ihr das Ohr direkt an die Wheelbase hält. Aber im Alltagsbetrieb mit Spielesound habt ihr mit diesem Komplettpaket dieser Mosa Racing R16 Base und diesem Simrig SR2 Motion System, das ich im Einsatz habe, absolut keine Probleme, wenn euer Mitbewohner sich mit diesem Klicken der Schaltwippen, der Magnetic Shifter, dieses Lenkrads, sagen wir mal, zurechtfinden kann und dies okay ist. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 8, das sind die Abmessungen. Das R16 Wheelbase Gehäuse ist 18 cm breit und 24 cm tief. Die Lenkradachse ragt frontseitig gut 10 cm aus dem Gehäuse heraus.
Die Höhe beträgt 14 bzw. 21,5 cm mit dem angesteckten Dashboard und das Gewicht beträgt samt Dashboard gute 9 Kilogramm. Der Quick Release hat 60 bis 80 mm Durchmesser, die Lenkradaufnahme knapp 42 mm Durchmesser. Unterseitig sind 4 M6 Gewinde mit einer Tiefe von ca. 13 mm eingelassen. Das Lochbild entspricht, wie bereits erwähnt, jenem der Fanatec Podium DD und ist in der Bedienungsanleitung ersichtlich. Die Motorachse ragt mit einem Anstellwinkel von um die 5 Grad aus dem Gehäuse heraus. Kapitel Nummer 9: Die Ausstattung der Wheelbase. Oberseitig sind die Pins für das Dashboard verbaut, welches mit je 2 Schrauben von der Seite befestigt werden. Die innenliegenden Kabel wurden mit einer Klebeschicht überzogen und sauber verlegt, damit die Anbringung der Schrauben problemlos vonstatten geht. Rückseitig ist ein Anschluss für den optional erhältlichen Notausschalter, der USB-Anschluss, ein Stromanschluss und der Power-Button angebracht. Die Motorachse ist mit einem Quick-Release-System ausgestattet, welches über mittig eingebrachte Kontaktflächen die Stromversorgung des Lenkrads gewährleistet. Sämtliche Lenkradeingaben werden dann drahtlos über einen ins Gehäuse eingebauten Empfänger übermittelt. Sehen wir uns an dieser Stelle den Quick Release, diese Verbindung, auch die Stabilität genauer an. Um das Lenkrad von der Wheelbase zu lösen, ihr zieht den Quick Release, zieht dieses Lenkrad ab und ihr könnt hier erkennen, dieses Innenleben mit diesen Pins für die Stromversorgung, diese Kugeln, die dann entsprechend in der Narbe einrasten und mit diesem kleinen Ring, der, wenn er auf die Wheelbase gedrückt wird, diesen Mechanismus auslöst. Das heißt, das ist der Verriegelungsmechanismus. In diesem Fall, jetzt wird das Lenkrad auf die Wheelbase geklemmt. Ziehe ich an diesem Quick Release, der Ring geht wieder nach vorne, drückt die Kugeln hinein. Diese können dann im Anschluss wieder einrasten. Ich setze das Lenkrad auf, achtet auf die Richtung. Ihr habt hier oberseitig 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vertiefungen, unterseitig 4 Vertiefungen. Die Pfeile auf der Narbe gucken nach rechts und entsprechend seht ihr auch hier oben 6 Kugeln, unterseitig 4 Kugeln. Dann seid ihr seitenrichtig, setzt das Lenkrad auf, drückt dieses drauf und die Verbindung ist hergestellt. Mehr gibt es hierbei nichts zu tun, ihr müsst nichts festziehen. Das Lenkrad sitzt auf der Wheelbase und ihr seht, wenn ich jetzt hier am Lenkrad eine Bewegung, einen Druck ausübe, achtet nicht nur jetzt auf die Wheelbase, da mein komplettes Rig auf Gummipuffern steht. Das ist sehr labil, sehr weich gelagert, um die Resonanzen und die Schläge zu vermeiden. Achtet nur auf die Wheelbase und die Verbindung zum Lenkrad. Und ihr seht hier über den Quick Release absolut kein Spiel hin zur Wheelbase. Das, was hier wackelt, das seht ihr hier, ich zeige euch das nochmal. Ich hoffe, ich kriege das ins Bild. Wartet mal. Wenn ich hier wackle, seht ihr hier meine Gummipuffer. Und das ist, wie mein ganzes Rig wackelt. Das hat nichts mit der Wheelbase oder der Aufnahme zu tun. Ihr habt eine absolut spielfreie Verbindung. So wie ich dies eigentlich jetzt nur von meiner Simucube SC2 Pro Wheelbase kenne. Das ist bombenfest, hier wackelt nichts. Und das merkt man auch im Rennbetrieb, wenn ihr über Curbs durchs Gemüse brettert. Ihr werdet hier kein Schlagen, kein Klackern des Quick Releases vernehmen können. Das funktioniert absolut geräuschlos. Was ihr sehen könnt, das einzige, was hier ein Spiel hat, ist das Lenkrad, der Lenkradkranz selbst. Der ist sehr groß gehalten und in der Verarbeitung etwas dünn, würde ich jetzt sagen. So fühlt sich das an. Und ihr habt hier nicht die massivste Stabilität. In diese Richtung, seitlich gedreht, links, rechts im Rennbetrieb, werdet ihr hier keine Einschränkungen haben. Aber nur um dies gezeigt zu haben, das einzige, was sich hier etwas verbiegt, ist der Lenkradkranz. Aber nicht die Verbindung zwischen Wheelbase, Quick Release und hier der Metallkonstruktion bzw. der Buttonplate des Lenkrads. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 10, die Abmessungen des RS-Lenkrads. Das Lenkrad bringt gute 2,2 Kilogramm auf die Waage und misst 33 cm im Durchmesser. Es gibt ein rundes und unten abgeflachtes Modell, welches wahlweise mit Glattleder oder Alcantara überzogen wird. Die Buttons lösen bei etwa 500 Gramm eher leichtgängig aus.
Die Schaltmechanik löst bei einem guten Kilogramm sehr knackig aus, basiert auf dem Magnetic Shifter Prinzip und ist mit ca. 73 Dezibel aus unmittelbarer Entfernung hörbar. Die Schaltpedals sind 80, die analogen Pedals 65 mm breit. In der Ausgangsstellung beträgt der Abstand zum Rim um die 49 und 42 mm in der Endlage. Der Schaltweg beträgt demnach um die 7 mm. Die beigelegten 8 mm dicken Abstandshalter lassen die Entfernung zum Rim um eben diese 8 mm verringern oder erhöhen. Weiters können die Pedals auf der anderen Seite des Schaltarms angebracht werden, um den Abstand zum Rim zu erhöhen. Der Schaltweg der analogen Pedals liegt bei um die 15 mm. Über die Langlöcher können die Pedals nach außen hin um ein paar Millimeter verstellt werden. Der Lenkradkranz hat einen Durchmesser von 34 x 30 mm und ist in der 3 bzw. 9 Uhr Position ergonomisch ausgeformt. Das Metallgehäuse der Buttonplate ist 25 mm dick, der Quick Release trägt 65 mm auf. Die gesamte Bautiefe des Wheels beträgt 110 mm. Kapitel Nummer 11, das ist die Ausstattung des RS-Lenkrads. Das Wheel bietet 10 Buttons mit 12 mm Durchmesser in unterschiedlichen Farben. Oberseitig sind zwei 5-Wege-Joysticks verbaut, die ihr links, rechts, oben, unten oder drücken könnt. Der zentral integrierte Hupenknopf kann ebenso belegt werden. Unterseitig sind zwei Drehschalter angebracht, die auch gedrückt werden können. Der LED-Streifen ist oberseitig eingelassen und kann über die Software bzw. App angepasst werden. Rückseitig ist die Schaltmechanik samt analogen Pedals und der Quick Release angebracht. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 12, das ist der Überblick über das Dashboard. Das Digital Dash ist 14 cm breit und 10 cm hoch. Der Rahmen besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium. Die Diagonale des Displays misst 5 Zoll bzw. 12,7 cm. Mit einer Auflösung von 800 x 480 Bildpunkten und der Wiederholungsrate von 60 Hz ist die Bildausgabe scharf und flüssig. Es werden 7 unterschiedliche Skins bzw. User Interface Stile angeboten, die über die App bzw. Software durchgeschalten werden können. Kapitel Nummer 13, der Quick Release. Über den Quick Release wird die Wheelbase mit dem Lenkrad verbunden. Wie dies funktioniert und das ganze Handling vonstatten geht, das sehen wir uns am besten live am Rig an. Sehen wir uns den Lenkradtausch nochmal von vorne an. Quick Release ziehen, runterziehen. Das geht spielerisch einfach, sehr leicht. Hier nochmal gezeigt, oben das Branding von Moser. Dann seht ihr diese 6 Kugeln oberseitig. Ich halte das mal hier so in die Cam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unterseitig 4 Kugeln. Das heißt, eure Aufnahme richten wir hier den Fokus drauf. Ihr seht oberseitig 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kugeln. Die sind dann oberseitig, wenn die Pfeilrichtung nach rechts zeigt. Das sind die Pins, die hier an der Wheelbase anliegen, verbunden werden und der ganze Stromfluss an das Lenkrad wiedergegeben wird. Die andere Signalübertragung, die erfolgt dann wireless, direkt mit der Wheelbase. Ihr müsst nichts anderes machen, als dieses Lenkrad nehmen, hier einfach aufzusetzen und mit einem einfachen Druck aufs Lenkrad rastet dies ein und fertig. Einfacher, simpler, problemloser
hatte ich bis dato noch keinen Quick Release aller meiner getesteten Lenkräder am Start. Kapitel Nummer 14: Material, Haptik und die Verarbeitung. Das Gehäuse der R16 Wheelbase besteht aus Metall und wird stirnseitig mit Kunststoff-Gehäuseteilen Applikationen abgeschlossen. Haptisch fühlen sich die Seitenteile sehr massiv an, ähnlich wie ein dickes Karosserieblech. Der Quick Release der Wheelbase ist aus Metall ausgeführt und fühlt sich sehr massiv, sehr wuchtig an, entsprechend der immensen Dimensionen. Die Stecker rasten in den Buchsen satt ein und sitzen ordentlich. Die R16 Wheelbase ist extrem kompakt und fühlt sich sehr schwer und solide an, wenn man diese in Händen hält. Beim Lenkrad kommt durch die Bank ein hochwertiger Materialmix bestehend aus Metall und Carbon zum Einsatz. Das Lenkrad ist in meinem Fall mit Glattleder überzogen und innenseitig mit einem Kreuzstich vernäht. Der breite Mittelstellungsring wurde ebenso sehr sauber eingearbeitet. Der Lederbezug fühlt sich sehr dick und solide, sehr griffig an, und an den Übergängen zur Frontplatte wurde dieser gequetscht und verklebt. Die Buttonplate besteht aus einem Vollmetallgehäuse und auch diese hinterlässt einen sehr soliden, wertigen Eindruck, genauso wie die Schaltmechanik. Einzig seitlich ist ein Spiel der Pedals der Mechanik auszumachen. Die Buttons rasten ähnlich einem Schalter ein und haben einen längeren Betätigungsweg als die üblichen gewohnten Buttons mit diesem kurzen Klick. Das Einrastfeedback der Drehschalter fühlt sich ebenso gut an, genauso wie der knackige Druckpunkt. Kapitel Nummer 15: Die Akustik. Es dringen absolut keine störenden metallischen Geräusche oder irgendein Klackern aus der Wheelbase nach außen. Gleiches gilt für den Quick Release, welcher durch die Massivität und Spielfreiheit keinerlei Geräusche von sich nach außen gibt. Einzig die Schaltmechanik ist mit 73 Dezibel aus unmittelbarer Entfernung hörbar und somit das einzige, was vom Moser Racing Paket akustisch wahrzunehmen ist. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 16, ein subjektives Kapitel, die Optik. Die in Orange gehaltene Wheelbase wirkt sehr auffällig und sehr kompakt. Der extrem wuchtige Quick Release wirkt halb so groß wie das gesamte Gehäuse. Diverse Designelemente lockern das Erscheinungsbild auf. Das Moser Branding ist dezent an den Seiten platziert. Das Dashboard wirkt optisch perfekt in die Wheelbase integriert. In Sachen Farbgebung gefällt mir das schwarze Design etwas besser als das orange, zumindest auf den Bildern, aber auch dies ist immerzu Geschmackssache. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 17, Software und die App. An dieser Stelle sehen wir uns alle Details wieder live am Rig an. Viel Spaß damit. Weiter geht's mit den Möglichkeiten, die euch die App bietet. Ihr kennt aus meinen Videos, es gibt diverse Systeme. Bei Fanatec habt ihr dies über dieses Tuning-Menü gelöst mit so einem Button und einem Joystick, wo ihr dann über so ein Display Eingaben tätigen, Parameter verändern könnt. Moser hat dies anders gelöst. Ihr könnt dies direkt mit eurem Smartphone bzw. Tablet über eine App pairen und könnt direkt Einfluss nehmen, wie es denn mit euren Parametern hier aussieht. Ihr habt hier in der Übersicht diverse Kernfeatures, die ihr verstellen könnt, auf die gehen wir nachher ein. Ihr habt Einstellungen, die jetzt das Lenkrad betrifft, und ihr habt Einstellungen, die das Dashboard betrifft. Starten wir mit den Einstellungen mit dem Adjustment direkt der Wheelbase. Da habt ihr ein Standard-Setting, ein Basic-Setting, ein Pro-Setting und noch so eine Kurve, über die ich später mit euch sprechen möchte. Im Basic-Setting habt ihr diverse voreingestellte Parameter, für euch dann wichtig. Das sind so Presets, die könnt ihr anwählen oder manuelle Einstellungen vornehmen. Wichtig für euch, Maximum Steering Angle, der Lenkwinkel, der klarerweise immer zu eurem Spiel dazu passen muss. Manche Spiele erkennen dies automatisch oder ihr müsst hier manuell Eingaben tätigen. Das könnt ihr so machen, indem ihr hier oben in die Box reinklickt und einen Lenkwinkel manuell eingibt. Ich gebe hier einfach mal 500 Grad ein. Ihr seht, das wird direkt übernommen. Und jetzt habe ich einen viel zu starken Lenkwinkel in-game. Klarerweise bei diesem Spiel mit 900 Grad passt alles zusammen. Das vorgewählte Preset. Und so sollt ihr unterwegs sein. Nächste Möglichkeit, die ihr habt, das ist der Button Road Perception Sensitivity. Wie heißt das? Road Perception Sensitivity. Da habt ihr sämtliche Straßeneffekte, all das, was euch von der Straße rückgemeldet wird, und könnt ihr von 0 bis 10 diverse Anpassungen tätigen. Ich bin hier gern mit einem hohen Setting unterwegs. Ich spüre gern die Curbs hier raus übers Lenkrad.
bin meistens im Bereich 8 bis 10 unterwegs. Kommt natürlich dann auf die Anwendung drauf an, mit der ihr unterwegs seid. Auch hier entscheidet es, wenn ich jetzt hier runternehme auf 0 beispielsweise, dann spüre ich von meinem ABS-Ruckeln so gut wie gar nichts im Lenkrad. Oder wenn ihr ins Gemüse fährt oder über die Curbs brettert. Und wenn ich dies hier raufstelle, beispielsweise auf 10, kann ich die Curbs gut rausfüllen. Und wenn ich in die Bremsen steige, auch das ABS-Ruckeln übers Lenkrad wird sehr gut simuliert. Nächster Punkt, Game Power Feedback Intensity. Das ist das Force Feedback, die Power, die von den 15 Newtonmeter als Output der Wheelbase und Input des Spiels wiedergegeben wird. Ich bin hier meistens im Bereich, ihr kennt das aus meinem Kanal, mit einem etwas kräftigeren Force Feedback Setting unterwegs. Klarerweise haben wir auch hier ein großes GT-Lenkrad mit dem großen Hebel verbaut. Und meine Einstellungen, die waren meistens bei diesem Preset von um die 70%. Ihr könnt dies mit 100% einmal voll ausloten und dann werdet ihr merken, die vollen 15, 16 Newtonmeter kommen dann am Lenkrad an und ihr werdet richtig Arbeit an diesem großen Wheel haben. So wollt ihr längere Turns, längere Stints nicht fahren, das wäre zu anstrengend, aber wenn ihr es gewohnt seid, kräftiger zupacken zu wollen, dann seid ihr im Bereich meistens um die 70%, eventuell 80% hier gut unterwegs. Ihr seht auch hier bei so einem Dreher, ihr hört kein Ruckeln, kein Krachen aus der Wheelbase. Das Einzige, was ihr hier vernehmen könnt, ist mein Motion-System, eine leichte Vibration, eine Resonanz, aber das war's schon. Hier Maximum Revolution Speed, das ist, wenn ihr das Lenkrad dreht oder betätigt, wie stark dies beschleunigt wird. Ist ein Wert, den ich nicht sonderlich gern verwende oder beziehungsweise eher im Bereich des Minimums setze. Das ist dann für euch als Drifter, wenn ihr selbstdrehendes Lenkrad mit Beschleunigung am Start haben wollt, interessant. Für mich jetzt auf der Rennstrecke eher im Bereich 10%. Hier könnt ihr noch mechanische Effekte, Rückstellungseffekte einstellen des Wheels. Da seht ihr hier, wenn ich diesen Effekt hier mal raufsetze auf 100%, da wird noch so ein mechanischer Effekt, ein starker Effekt zurück zur Zentrierung der Mitte gesetzt, den ich jetzt als etwas unnatürlich empfinde und lieber mal außen vor lasse. Mechanische Dämpfung hier mal auf 100% hochgesetzt und hier nehmt ihr einiges an Transparenz, einiges an Fahrverhalten heraus. Alles fühlt sich etwas gedämpfter, eben mechanisch gedämpft an. Auch ein Effekt, den ihr am besten selbst testet, euch überlegt, wie ihr diesen anwenden wollt oder eben nicht. Bei den Pro-Settings habt ihr sehr ähnliche Einstellungen. Pro Game Power Feedback Intensity, das ist nichts anderes wie auf den Basic Setting dieser Faktor. Gehen wir weiter, ihr habt ein Maximum Torque Output Limit. Ich erlaube der Wheelbase eben bis zu 100% auszugeben. Und dann habt ihr Reverse Game Force, da könnt ihr das Force Feedback umdrehen, umkehren. Hands Leaf Protection, wenn ihr das Lenkrad aus den Händen verliert, dass sich das Force Feedback dann ausschaltet, um eine Gefahr zu bannen. Ich habe das ausgeschalten, weil hier alles solide, fix montiert ist. Und dann habt ihr noch diverse innere Reibung und Dämpfung mit der Geschwindigkeit. Da könnt ihr beispielsweise, je schneller ihr werdet, desto mehr Dämpfung auf dem Lenkrad. Das heißt, nichts anderes, wenn du jetzt auf einer Geraden mit 300 unterwegs bist, das Lenkrad etwas loslässt, dann gibst du hier eine Dämpfung drauf, um beispielsweise ein Oszillieren zu vermeiden. Wenn du kurz das Lenkrad loslässt, um irgendwelche Eingaben zu tätigen, dich zu entspannen, dann kannst du hier eine Dämpfung drauf geben, geschwindigkeitsabhängig. Aber auch diesen Wert belasse ich im Bereich von zweistelligen, niedrigen Prozentangaben, um die 10%. Das ist in meinem Fall genug. Kommen wir zu den Einstellungen des Lenkrads. Hier hochgegangen. Welche Einstellungen sind wichtig? Welche Einstellungen habe ich verwendet? Für mich Indicator Light Switch, Flow Up, das heißt, das Ganze funktioniert dann je nach Drehzahl. Ihr könnt den auf Always
Off setzen, komplett ausschalten oder Always On, dauerbeleuchtet. Wir wollen klarerweise ein aktives LED-Band hier am Start haben. Für mich ein wichtiger Punkt war noch folgender. Ihr habt Brightness Adjustment, ihr könnt dieses Drehzahlband hier in der Helligkeit noch verändern, dunkel oder ganz hell. Und dann auch noch ein ganz guter Punkt, den ihr austesten könnt. Ich habe hier Indicator Light Mode Shifting, habe ich Mode 1, da seht ihr hier am Drehzahlband dieser grüne Bereich, dann rot und dann dieser violette blinkende Bereich, der den Schaltzeitpunkt signalisiert. Oder ihr geht auf Mode 2, dann habt ihr das ganze Display eben entsprechend in den Farben. Das sieht dann so aus, ich zeige euch das nochmal, im niedrigen Drehzahlbereich wird das Band rot, violett und blinkt dann. Sprich, das ganze Band behält dann die entsprechende Farbe bei. Im Vergleich zu Mode 1, da habt ihr diese Übergänge, wo alle Farben eingeblendet bleiben. Dann könnt ihr die entsprechenden LEDs bzw. die Auslösung der LEDs mit diesen Parametern verstellen, prozentual abhängig zur Maximaldrehzahl, wann diese beginnen sollen. Beispielsweise, ich setze hier jetzt einmal die Initial-LED hier runter auf wenige Prozent, dann würdet ihr klarerweise sehen, auch bei der Leerlaufdrehzahl des Fahrzeugs habe ich hier schon ein Signal. Macht in dem Fall natürlich keinen Sinn. Ihr könnt dann immer zurückgehen auf die Standard-Settings, indem ihr hier rechts oben diesen Button drückt, Reset the Parameters, Confirm, bestätigen. Und ihr seht, sämtliche Parameter, das Lenkrad betreffend, sind wieder im Ursprungszustand. Einen Punkt bin ich euch noch schuldig, Parameter Adjustment. Hier, wenn ihr auf diese Pro Perception Settings geht, hier könnt ihr die Frequenzbereiche manuell verstellen. Das heißt, jeder Effekt hat einen eigenen Frequenzbereich, den du dann entsprechend etwas nach unten, nach oben setzen kannst. Beispielsweise normale Bodenwellen hier im niedrigen Frequenzbereich, die du erhöhen kannst oder eben senken kannst. Anti-Lock-Braking-System, das wird im 25 Hertz Bereich simuliert, auch das kannst du manuell anpassen. Du kannst hier einfach überziehen dieser Buttons dann entsprechende Kurven dir zusammenstellen. Ich finde die Default-Setups, die waren in meinen Augen sehr gut. Ich gehe hier wieder auf Reset, Confirm und Reset Successfully, das heißt alles wieder im Ursprungszustand. Letzter Menüpunkt, Parameter Adjustment der Screen, das heißt das Dashboard. Ihr könnt diese Bildschirmhelligkeit hier verstellen, dünkler und heller oder prozentuell manuell die Eingaben natürlich setzen, 66%. Weitere Einstellungsmöglichkeiten zwischen metrischem System kmh oder britisch mph. Ihr könnt die Einheiten in Celsius oder Fahrenheit setzen und dann habt ihr diverse Dashboard-Profile. Ihr seht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Skins zur Auswahl, je nach euren Präferenzen, was euch am besten gefällt. Mir persönlich hat für GT dieses Preset relativ gut gefallen. Hier seht ihr die Pedale wunderbar eingeblendet, unten das Drehzahlband, die entsprechende Runde, die Rundenzeit, der Abstand und die Platzierung. Und für das Rallye-Fahren habe ich gerne dieses Skin, dieses Profil gewählt, um hier das Drehzahlband wunderschön etwas in analogen Stil eingeblendet zu bekommen. Zurück zur Moser Pithouse Software. Sämtliche Einstellungen, die ich euch jetzt übers Tablet gezeigt habe, könnt ihr klarerweise auch über die Software verwalten. Aber in-game kann ich auch nach meinen 2 Wochen ausführlichen Testrunden bestätigen, dieses Adjustment, diese Anpassungen direkt über das Tablet hat wunderbar on the fly, ohne Abstürze, ohne Probleme funktioniert. Verschaffen wir uns noch kurz einen Überblick über die Software. Ihr seht am Startbildschirm das RS Alcantara Wheel. Wenn ihr diese Wheelbase in Betrieb nehmt, vergesst bitte nicht, das Lenkrad zu centern, das heißt zu
Mittelstellung zu setzen. Stellt das Lenkrad mittig ein, drückt den Center-Button und 0 Grad ist somit referenziert. Ein weiterer wichtiger Punkt, wenn ihr alles in Betrieb nehmt, den ersten Schritt, den du machst, ist hier unten auf dieses Wolkensymbol. Klicke hier drauf und spiele die aktuellste Firmware auf die Base, das Lenkrad und das Dashboard auf. Die Pedale seht ihr, Device Not Connected, die habe ich von Moser Racing noch nicht im Haus, kann ich vielleicht später mal in einem separaten Review nachliefern. Hier sehr gut gelöst in meinen Augen, ihr habt Upgrade All in One Click, klickt drauf, jedes Device, das angeschlossen ist, wird abgegradet, dauert ungefähr 2 Minuten oder Version Checking. Ihr seht, R16 Base activated, already the latest firmware version, das heißt die aktuellste Firmware-Version ist aufgespielt. Gleiches gilt dann auch für das Lenkrad, hier V1.2.30 oder das Dashboard Version 1.2.0. Was können wir noch sehen? Über den Startbildschirm das entsprechende Lenkrad, der Steering Angle, den ich zeige euch das nochmal hier, on the fly, wenn ich hier auf diesen Lenkradwinkel gehe, hier haben wir den und auf 720 klicke, dann guckt hier mal hin und das wird on the fly direkt auch in der Software klarerweise umgestellt. Auf der rechten Seite Game Force Feedback Intensity, die Power, in meinem Fall hier auch über 60% oder 100% hinaufgesetzt und der Balken geht nach oben oder eben über die Software gelöst, ganz wie ihr wollt. Pedale nicht verbunden, wie eben erwähnt. Nächster Menüpunkt, das ist eben die Wheelbase. Hier auch die Einstellungen, die ich euch direkt über die App erklärt habe. Oben die Advanced Settings und der Effekt Equalizer, so nennt dies Moser Racing. Dann habt ihr die Steering Wheel Settings, auch hier gilt das gleiche wie bei der App. Ihr könnt auch die entsprechenden Buttons testen, die werden euch wunderbar angezeigt. Diese Drehbuttons finde ich grafisch wunderbar animiert, könnt ihr auch drücken oder belegen und auch interessant, der Hupenknopf ist ebenso belegbar. Ihr seht so ein Hupensymbol und könnt hier entweder eine Hupe im Spiel oder ich nutze das meistens für VR-Headset zentrieren. Direkt der Hupen-Button, den belege ich dann damit. Nächster Menüpunkt wäre der Pedal-Button, in meinem Fall Pedals are disconnected, nicht angeschlossen. Ich bin hier mit den EasyTech Invicta-Pedalen separat unterwegs. Und dann habt ihr hier noch das Dashboard mit den Einstellungen Miles per Hour, Helligkeit, Celsius, Fahrenheit und der entsprechende UI-Style. Das heißt, ihr könnt hier dann durchscrollen und das bevorzugte Skin entsprechend anwählen und in-game nutzen. Letzter Menüpunkt, da haben wir gerade darüber gesprochen, die entsprechende Firmware, das Ganze zum Upgraden und hier habt ihr noch Grundeinstellungen, Recovery and Reset, alles nochmal neu resetten, die Sprache DPI Scaling, wenn ihr das Ganze auf einen größeren Bildschirm zieht, ein Light und ein Dark Theme, das seht ihr hier, für mich angenehmer dieses Dark Theme. Und dann Einstellungen, Close the Main Panel, was passiert, wenn ihr die schließt. Bei mir Minimize to System Tray oder komplett die Anwendung schließen, wenn ich hier oben das Kreuz drücke. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel, Kapitel Nummer 18, die Rennstrecke. Beim Rennstreckentest war ich überwiegend mit Assetto Corsa Competizione, Formula 1 2021, Automobilista 2, Dirt Rally 2.0, Project Cars 2, Race Room und R-Factor 2 unterwegs. Üblicherweise bin ich via VR unterwegs, wenn ein Support gegeben ist. Für die Aufnahmen meiner Videos nutze ich, der Einfachheit halber, für das Capturing meinen Monitor. Die Moser R16 Wheelbase ist an meinem RCED P1 Rig verbaut und die Motion wird von Simrig SR2 umgesetzt. Als Sitz verwende ich einen RCED Alcantara und als Shifter verwende ich den TSS von Thrustmaster, den Fanatec Shifter, Aelox und Fanatec Handbremse. Als Pedale kommen in diesem Test die hydraulischen EasyTech Invicta Pedale zum Einsatz, die ich euch erst kürzlich vorgestellt habe. Ich bin jetzt seit über 2 Wochen viele Runden unterwegs gewesen und ein wichtiger Aspekt war, dass alles stabil und ohne Systemabstürze abgelaufen ist. Ebenso die Einbindung der App lief Plug and Play
völlig problemlos. Gleiches gilt für das Force Feedback, welches ohne Aussetzer immerzu funktionierte. Ebenso unter die Lupe genommen habe ich die Schalteinheit. Nächster sehr wichtiger Punkt, über den ich mit euch sprechen möchte, ist: Gibt es irgendwelche Ghost Shifts? Gibt es irgendwelche Lags von den Shiftern? Wird jeder Schaltvorgang im Spiel übernommen? Hier hat mir die Community berichtet, dass in den Vorserienmodellen es hier ab und zu Aussetzer gab, und ich bin der Sache jetzt in den letzten 2 Wochen sehr ausführlich auf den Grund gegangen. Ich habe die neueste Software, Firmware drauf, das habt ihr gesehen in den Einblendungen, und kann euch jetzt sagen, nach, keine Ahnung, 10.000 Schaltvorgängen ungefähr in den letzten 2 Wochen hatte ich keinen einzigen Ghost Shift, Doppelshift oder Shift-Aussetzer. Ihr seht das auch hier. Ich hoffe, ich kriege das aufs Bild. Guckt hier mal auf Gear, und wenn ich shifte, ich bleibe hier mal stehen, dann geht das on the fly 1:1. Auch Doppelshifts, 2-mal, zack, zack, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 1. Und über diese ganzen 2 Wochen und viele hunderte Kilometer kann ich bestätigen, dass dies softwareseitig wunderbar funktioniert und ihr hier keine Einschränkungen, Ghost Shifts, Shift-Aussetzer, auch wenn ihr jetzt beim Formula schnell oder doppelt oder dreifach runterschaltet, da werdet ihr keine Probleme haben. Das funktioniert wunderbar. Moser stimmt die R16 Wheelbase eher gedämpft und neutral ab. Extreme raue Settings lassen sich somit nicht erzielen. Starke Spitzen von Effekten, die werden rausgefiltert etwas abgeschnitten. Lasst uns an dieser Stelle die eingangs erwähnten Anwendungen analysieren. Assetto Corsa gibt die Effekte passend wieder. Das Force Feedback wirkt in der Grundeinstellung etwas gedämpft. Über die App habe ich die Fahrbahneffekte auf 8 hochgesetzt, um diese deutlich herauszuspüren. Der Haftungsabriss ist sehr klar vernehmbar, ebenso die Unterschiede der Fahrbahnbeschaffenheit. Im Karussell auf der Nordschleife wirken die Platten eher stumpf aneinandergesetzt. Das Leichtwerden des Fahrzeugs im Schwedenkreuz ist ebenso eher leicht vernehmbar. Assetto Corsa Competizione geht etwas differenzierter und klarer zu Werke als der alte Bruder. Über den großen Lenkraddurchmesser lassen sich die GT-Fahrzeuge sehr exakt, sehr genau steuern. Sehr angenehm fällt auf, dass in den speziellen tiefen Resonanzen sehr präsent an das Lenkrad transportiert werden. Das Paket Lenkrad, Quick Release und Wheelbase fühlt sich als miteinander verschweißte Einheit an. Formula 1 2021 arbeitet Unebenheiten sehr deutlich und Schläge über das Fahrwerk überraschend stark heraus. Hier habe ich die Fahrbahneffekte dann auf 5 von 10 runtergedreht. Ein großes GT-Lenkrad ist in Sachen Reaktionsschnelligkeit am Rim klarerweise nicht die erste Wahl für Formula-Klassen. Aber diesbezüglich ist ein entsprechendes Formula Wheel laut meinen Informationen sehr bald verfügbar. Sehr positiv ist mir die exakte Schaltmechanik aufgefallen, die selbst extrem schnelle Schaltvorgänge beim Anbremsen umsetzt. Wie bereits erwähnt, hatte ich in den 2 Testwochen mit wahrscheinlich über 10.000 Schaltvorgängen keinen einzigen Schaltaussetzer oder Ghost Shifts zu verzeichnen. Bei Dirt Rally 2.0 war ich mit etwa 60% der maximalen Power und somit um die 10 Newtonmeter unterwegs. Die Beschleunigung des Wheels habe ich auf ca. 25% hochgesetzt. Alles fühlt sich sehr reaktionsschnell an, die Fahrbahneffekte kommen mittelmäßig klar und etwas gedämpft ans Lenkrad. Das große runde Lenkrad ist in der Rallye-Action gut bedienbar und auch griffig, wenn man mit einer Hand unterwegs ist, um eben mit der anderen den Shifter zu bedienen. Die Kombination mit dem Moser RS Lenkrad und Fastmaster TSS Shifter machte mir auf meinen Rallye-Etappen richtig Spaß. Nächste Anwendung Automobilista 2, der in meinen Augen würdige Nachfolger von Project Cars 2. Auch hier lief alles Plug and Play. Zugegebenermaßen war ich die letzten Wochen nicht mit Automobilista 2 unterwegs und war überrascht, dass Razer das Fahrverhalten super weiterentwickelt hat. Die unterschiedlichen Fahrzeugklassen lassen sich einwandfrei simulieren, herausspüren. In Sachen Power war ich meistens mit 80% Ingame und 80% an der Wheelbase unterwegs. Project Cars 2 war wie zu erwarten ein spürbares Downgrade verglichen mit Automobilista 2 in Sachen Force Feedback. Hier gab es nichts, was ich nicht erwartet habe. Das Project Cars 2 Force Feedback fühlt sich teilweise undifferenziert und eher ruckelig an, wie auch auf meinen anderen Wheelbases der Mitbewerber. Trotzdem habe ich auf meinen Testrunden mit Project Cars im Speziellen an dieser Küstenstraße Spaß gehabt.
Wie auch in den anderen erwähnten Spielen lief alles Plug and Play, angefangen von der Motion bis hin zur Einbindung des Displays. Bei den nächsten beiden Anwendungen, Race Room und rFactor 2, habe ich das Dashboard nicht zum Laufen bekommen, obwohl es in der Kompatibilitätsliste aufgeführt ist. Alles andere von Force Feedback bis App lief problemlos. Das Force Feedback bei Race Room fällt neutral aus und auch hier werden tiefe Resonanzen sehr gut ans RIM übermittelt. Im Vergleich mit allen meinen getesteten Anwendungen steht unterm Strich einmal mehr rFactor 2 als Paradebeispiel gelungener Force Feedback Abstimmung dar. Egal auf welcher Wheelbase ich unterwegs bin, auch mit der Moser R16 Base bestätigt sich mein Eindruck, dass rFactor 2 in Sachen Reifenphysik und Detailreichtum sehr viel richtig macht. Das Fahrverhalten ist sehr nachvollziehbar, sehr kontrolliert und transparent und bildet einen würdigen Abschluss meiner langen Testreihe auf der Rennstrecke. Kommen wir auf die Zielgerade, negative, neutrale und positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 19, die Nachteile. Die eben erwähnten Spiele Race Room und rFactor 2 habe ich in Sachen Dashboard Support nicht zum Laufen bekommen. Hier sollte nachgebessert oder die Spiele aus der Supportliste entfernt werden. Dass der Support des Dashboards bei allen anderen getesteten Anwendungen völlig problemlos laufen kann, bestätigt meine Meinung in diesem Punkt. Die Montage des Displays mit den zwei kleinen Schrauben, jeweils links und rechts, ist etwas fummelig. Weiters würde ich einen Schnellwechsel des Systems für das Dashboard wünschen, damit dies mit einem Handgriff angebracht oder eben entfernt werden kann. Das große GT-Lenkrad wäre in meinen Augen mit einer massiveren Frontplatte des RIMs besser bedient. Ich glaube, dass dahingehend Effekte verschluckt bzw. gedämpft werden. Leider konnte ich für diesen Test keinen Adapter organisieren. Ich hätte euch sehr gerne den Test mit meinem hochmassiven und sehr kompakten Cube Controls F Pro Wheel geliefert, wie es diesbezüglich ausgesehen hätte. Letzter Negativaspekt ist das noch sehr überschaubare Ökosystem. Stand heute könnt ihr lediglich die gezeigten GT-Lenkradmodelle oder eben Drittanbieter-Wheels über den Adapter nutzen. Ich hoffe, euch demnächst ein Moser Formula Wheel vorstellen zu können. Kapitel Nummer 20, die neutralen Aspekte. Das seitliche Spiel der Schaltmechanik bewerte ich als neutral. Dies beeinflusst nicht die Performance auf der Rennstrecke, aber gerade bei diesem durch die Bank hochwertigen Lenkrad hätte ich mir Distanzscheiben aus Messing und nicht aus Kunststoff gewünscht. Die Erreichbarkeit der Buttons geht ebenso als neutral durch. Auf der einen Seite liegt dies am sehr großen Lenkraddurchmesser von 33 cm, der Abstand zwischen Buttonplate und RIM ist aber tendenziell sehr ausladend. Hier hätte ein Lenkradkranz mit 32 cm Durchmesser eine bessere Erreichbarkeit der Buttons zur Folge, ohne dass man die Hände vom Lenkrad nehmen muss. Als weiterer neutraler Aspekt wird von mir das Force Feedback beurteilt. Dies ist klarerweise auch immer sehr subjektiv einzuordnen. Aber ich würde mir noch softwareseitigen Spielraum wünschen, um Effekte rauer, steriler herausarbeiten zu können. Zusammengefasst bietet Moser Racing einen sehr neutralen Auftritt in Sachen Force-Feedback-Verhalten, welcher für ein breites Publikum out of box sehr passend abgestimmt sein dürfte. In meinem Fall würde ich mir, wie bereits erwähnt, extremere Einstellungsmöglichkeiten wünschen, wenngleich ich derzeit nicht beurteilen kann, welche Effekte aufgrund des eher labilen Lenkradkranzes eventuell verschluckt werden. In Sachen Preis-Leistung hinterlässt Moser Racing mit dem Erstauftritt in meinem Kanal einen neutralen bis positiven Eindruck. Der Preis von 1.500 € für ein Gesamtpaket einer 16 Nm kräftigen Direct Drive Wheelbase, eines sehr hochwertigen Lenkrads und ebenso wertigen Dashboard ist in meinen Augen fair angesetzt. Das Service über einen deutschen Distributor in Sachen Garantie, Gewährleistung unterstreicht diesen Aspekt genauso wie der Entfall schwer kalkulierbarer Importkosten, wenn ihr dieses Ding aus China importieren müsstet. Kapitel Nummer 21, die positiven Aspekte. In Sachen Verarbeitung und Materialwahl lässt Moser Racing keinen Zweifel aufkommen. 3 mm dicke Carbon-Pedals, eine hochmassive Buttonplate und sinnvoll angeordnete Bedienelemente sind die Grundlagen für ein hochwertiges GT-Lenkrad. Das LED-Drehzahlband ist gut implementiert und sinnvoll anpassbar. Die Haptik und Verarbeitung des mit Glattleder überzogenen Lenkradkranz ist großartig und die Nähte sind fehlerfrei verarbeitet. Rückseitig wurden Einbettungen für die Finger eingearbeitet, die ein ergonomisches Griffgefühl am Lenkrad vermitteln.
Das Dashboard wurde sehr sauber integriert und wirkt im Vergleich zu Eigenbaulösungen deutlich wertiger. Die Ablesbarkeit ist dabei sehr gut und flüssig, die Bildschirmgröße gut gewählt. In Sachen Wheelbase ist die Kraft von 16 Newtonmeter für mich als goldene Mitte zu bezeichnen. Ich nutze im Alltag kräftige Peaks bis 15 Newtonmeter und habe hierbei keinerlei Einschränkungen hinzunehmen. In Sachen Montage positiv zu erwähnen ist, dass Moser das Fanatec Lochbild übernimmt. Somit ist die Kompatibilität mit den gängigen Rigs von Haus aus gegeben, ohne die Bohrmaschine einsetzen zu müssen. Den Quick Release beurteile ich als den bis dato besten aller meiner bisher getesteten Wheelbases. Die Bedienbarkeit ist super einfach und mit einem satten Klacken sitzt das Lenkrad bombenfest auf der Motorachse. Der extrem dimensionierte Durchmesser und die knackige Mechanik vereinen Wheelbase und Lenkrad zu einer spielfreien Einheit, so wie dies bei einer Direct Drive Wheelbase der Fall sein sollte. Als letzter positiver Aspekt ist die Einbindung von Smartphone oder Tablet via App. Die Bedienbarkeit ist vorbildlich und während des Spiels sinnvoll nutzbar. Jegliches Zurückspringen aus dem Spiel in Menüs oder in Treiber entfällt somit. Genauso würde ich mir dies von allen anderen Mitbewerbern auch wünschen. Kommen wir zu Kapitel Nummer 22, das Fazit und die Kaufempfehlung. Moser Racing gelingt mit dem R16 Bundle der Erstauftritt in meinem Kanal, ohne dabei große Schwächen zu offenbaren. Die Zusammenstellung wirkt gut abgestimmt und durchdacht. Zusammengefasst lief über die vielen Testrunden alles Plug and Play absturzfrei bei mir. In Sachen Kaufempfehlung solltest du daran denken, ein stabiles Rig zu Hause zu haben. Eine schwere und kräftige Wheelbase dieser Größenordnung ist nicht für einen Wheelstand bzw. am Tisch montiert vorgesehen. Als Zielgruppe spricht Moser Racing Enthusiasten an, die ein Produkt abseits des Mainstreams nutzen und sich von der breiten Masse absetzen wollen. Als Kaufentscheidung kann das perfekt integrierte Dashboard förderlich für dich sein, welches aber auch weggelassen werden kann, um immerhin 200 € sparen zu können. In Sachen Force-Feedback-Abstimmung spricht Moser Racing eine sehr breite Zielgruppe an, die out of box gut abgestimmt unterwegs sein möchte, ohne extrem raue Effekte rausarbeiten zu wollen. In welche Richtung sich Moser Racing softwareseitig noch weiterentwickeln wird, das können wir hier und heute noch nicht beurteilen. Allerdings ist das hier und heute Gebotene mit all meinen im Rennstreckentest erwähnten Anwendungen sehr griffig und nachvollziehbar. Wenn du die Wahl zwischen vielen Lenkrädern haben willst, musst du dich derzeit woanders umsehen. Moser Racing bietet derzeit ein GT-Modell mit 2 Ausführungen sowie mit 2 Bezügen und ein Formula Wheel sollte alsbald den Markt betreten. In Sachen hochmassiver Quick-Release-Verbindung, einem integrierten Dashboard und eine perfekte Einbindung der App bietet Moser Racing heute schon qualitative Features, die ich mir bei anderen Mitbewerbern auch schon lange wünschen würde. Nach dem positiven Erstauftritt freue ich mich auf weitere Produkte von Moser Racing. Wie ich vernommen habe, wird es eine Moser Direct Drive Wheelbase für Einsteiger mit um die 10 Newtonmeter Drehmoment geben und klarerweise halte ich euch diesbezüglich auch am Laufenden. Und jetzt seid ihr am Zug. Postet in den Kommentaren mit rein, was ihr von diesem vorgestellten Bundle haltet. Würde Moser Racing für dich eine Option abseits des Mainstreams sein? Was haltet ihr von den vorgestellten Features mit integriertem Dashboard und der Einbindung von Smartphone bzw. Tablet? All dies würde mich brennend interessieren, feuerfrei in der Kommentarfunktion. Weiter geht's mit einem spannenden Ausblick. Direkt nach diesem Review wird ein weiterer Player den Direct Drive Wheelbase Markt betreten. Ich habe mit dem Distributor SimMotion gesprochen und wir arbeiten daran, ein Testmuster der Camus DD Wheelbase mit 15 Newtonmeter Drehmoment zu organisieren. Demnächst wird es einen Testvergleich zwischen dem Fanatec RS und BMW GT3 Wheel geben. Ihr seht, es gibt sehr viel zu tun und ich muss an dieser Stelle schon wieder weiter und meinen Schnupfen, meine Erkältung bekämpfen. Vielen Dank fürs Dabeisein und euren Support. Es macht wie immer Spaß, mit und für euch zu reviewen. Bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf, euer Ron.